During a squadron mission in the Transantarctic Mountains, the whole crew saw a whole bunch of silver darting objects. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Vergessen Sie alles, was Sie über Außerirdische zu wissen glaubten. Dies sind echte, gruselige Begegnungen, die durch glaubwürdige Augenzeugen, freigegebene Akten und Beweise gestützt werden, die zu stichhaltig sind, um sie zu ignorieren. Von einer schockierenden Entführung aus dem Jahr 1957 bis hin zu den unergründlichen Geheimnissen, die unter dem Baikalsee lauern, was Sie hier sehen werden, wird Ihren Blick für die Realität in Frage stellen. Machen Sie sich bereit, kopfüber in die bizarrsten, unerklärlichsten und erschreckendsten Geheimnisse von Außerirdischen einzutauchen, die hier aufgezeichnet wurden. Die Wahrheit könnte näher und seltsamer sein, als Sie denken. Entführungsbegegnung durch Außerirdische. Es war eine ruhige Oktobernacht im Jahr 1957, tief auf dem brasilianischen Lande, als sich etwas äußerst Merkwürdiges ereignete, ein Ereignis, das bis heute Rätsel aufgibt und fasziniert. Antonio Vilas Boas, ein junger Bauer, bearbeitete seine Felder unter dem kühlen Nachthimmel, um der großen Hitze des Tages zu entgehen. Als er aufblickte, bemerkte er ein glühendes rotes Licht, das über dem Horizont schwebte. Zuerst nahm er an, es sei nur ein Stern. Aber es wurde heller, größer und dann begann es sich zu bewegen. Dies war kein gewöhnlicher Himmelskörper. Und was dann geschah, sollte Antonios Leben für immer verändern. Das glühende Objekt senkte sich schnell. Erschrocken versuchte Antonio, mit seinem Traktor zu fliehen. Aber der Motor sprang auf mysteriöse Weise nicht an. Er rannte los, aber bevor er weit kam, erschienen mehrere humanoide Gestalten und brachten ihn an Bord eines seltsamen Raumschiffs. Was dann folgte, war anders als alles, was er je erlebt hatte. Antonio sagte, er sei entkleidet worden, mit einer seltsamen gelartigen Substanz bedeckt, und es sei ihm Blut abgenommen worden. Dann wurde er in einen kleinen Raum gebracht, in dem ein schwerer Geruch herrschte, der ihm Übelkeit und Desorientierung bereitete. Und dann begann der bizarrste Teil der Begegnung. Eine weibliche Gestalt betrat den Raum, und laut Antonio war das, was dann geschah, zutiefst persönlich, anders als er es sich je vorgestellt hatte. Nach der Begegnung behauptete er, er sei im Inneren des Raumschiffs herumgeführt worden, bevor man ihn genau an den Ort zurückbrachte, an den er entführt worden war. Trotz des surrealen Charakters dieser Geschichte blieb Antonio für den Rest seines Lebens bei seiner Darstellung. Spätere medizinische Untersuchungen ergaben angeblich Symptome, die auf eine leichte Strahlenbelastung hindeuteten, ein Umstand, der das Rätsel nur noch vertiefte. Antonio verstarb 1991, ohne jemals von seiner außergewöhnlichen Behauptung abzurücken. Was geschah also wirklich in jener Nacht im Jahr 1957? War es eine unmittelbare Begegnung oder etwas ganz anderes? Das Rätsel bleibt bestehen. Das Rätsel des Baikalsees. Der Baikalsee in Russland ist nicht nur ein Naturwunder, sondern vielleicht auch einer der seltsamsten Orte der Welt. Dieser uralte See ist mehr als 25 Millionen Jahre alt und über 5400 Fuß tief. Er könnte ohne weiteres 2 übereinander gestapelte Burj Khalifas verbergen. Doch abgesehen von seiner schieren Größe und seinem Alter sind es vor allem die Geschichten, die die Aufmerksamkeit auf den Baikalsee lenken. Geschichten, die die Grenzen dessen, was wir für möglich halten, verschieben. Die Einheimischen berichten seit langem von geheimnisvollen Lichtern am Himmel, von seltsamen Fahrzeugen, die sich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit bewegen, und von schattenhaften Gestalten, die am Ufer des Baikalsees gesehen werden. Aber eine Geschichte hat Gläubige und Skeptiker gleichermaßen in ihren Bann gezogen. Im Jahr 2009 waren ein Mann namens Sergei Konechnik und sein Sohn in der Nähe des Sees, als sie etwas sahen, das sie nie vergessen werden. 2 leuchtende Kugeln, die lautlos aus dem Wasser aufstiegen, in der Luft schwebten und dann ebenso schnell wieder unter der Wasseroberfläche verschwanden. Sergei hat sogar ein Foto gemacht und damit eine Debatte darüber ausgelöst, was sie an diesem Tag wirklich gesehen haben. Doch die Geheimnisse des Sees gehen noch tiefer. 1982 tauchte eine Gruppe von Tauchern während einer sowjetischen Militärübung in die Tiefen des Baikalsees ab. In einer Tiefe von etwa 160 Fuß stießen sie auf etwas Erstaunliches, große, humanoid Figuren, die sich nicht erklären ließen.
Die Taucher versuchten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber den Berichten zufolge lief etwas furchtbar schief. Mehrere Taucher erlitten eine schwere Dekompressionskrankheit, nachdem sie schnell an die Oberfläche getrieben wurden. Was genau verbirgt sich unter dem eisigen Wasser des Baikalsees? Der Baikalsee gibt mit seiner Tiefe, seiner Abgeschiedenheit und seiner seltsamen Geschichte immer wieder Anlass zu Spekulationen. Handelt es sich um eine natürliche Anomalie oder könnte er etwas viel Mysteriöseres verbergen? Eines ist sicher, dieser See hat Geheimnisse und es könnte lange dauern, bis wir sie alle lüften. Die dunkle Realität der Men in Black. Die Men in Black werden in Filmen oft als schrullige, actiongeladene Figuren dargestellt, die die Welt vor außerirdischen Bedrohungen schützen. Aber die realen Men in Black sind ganz anders als ihre fiktiven Gegenstücke. Es wird angenommen, dass diese mysteriösen Gestalten diejenigen einschüchtern, die seltsame außerirdische Aktivitäten beobachtet haben, und dass sie manchmal sogar diejenigen verschwinden lassen, die zu viel wissen. Ein beunruhigendes Ereignis, an dem die Men in Black beteiligt waren, ereignete sich 2009 in einem Hotel in Ontario, Kanada. Zwei ganz in schwarz gekleidete Männer betraten die Lobby. Sie hatten ein unheimliches, weltfremdes Aussehen, keine Augenbrauen oder Wimpern, und ihre Gesichter wirkten seltsam unnatürlich. Und was noch beunruhigender war, sie sahen identisch aus. Die beiden baten darum, den Hotelmanager Shane Sovar zu sprechen, aber als man ihnen sagte, er sei nicht da, glaubten die Männer das nicht. Stattdessen begannen sie, das Hotel zu durchsuchen und bewegten sich, als ob sie etwas oder jemanden suchen würden. Nach einer Weile verließen sie abrupt das Hotel, ohne ein Wort zu sagen. Ihr merkwürdiges Verhalten hinterließ eine beunruhigende Atmosphäre, die bis heute anhält. Was haben sie wirklich gesucht? Und wer waren sie wirklich? Die Wahrheit über diese Männer ist nach wie vor unbekannt, was den vielen Geschichten über die Men in Black eine weitere Ebene der Intrige hinzufügt. Die kristallklare UFO-Fotografie. Die meisten UFO-Fotos sind unscharf und unbefriedigend und sehen oft aus, als wären sie mit einer verwackelten alten Kamera aufgenommen worden. Aber das Foto von Calvin ist anders. Dieses Foto zeichnet sich durch seine scharfe Klarheit aus. Im Jahr 1990 gelang es zwei jungen Köchen aus Schottland, ein unglaubliches Foto von einem rautenförmigen Objekt am Himmel zu machen. In der Nähe war ein Flugzeug zu sehen, das den Maßstab angab. Im Gegensatz zu den typischen unscharfen UFO-Bildern war dieses scharf und detailliert und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was sich am Himmel befand. Nachdem das Foto aufgenommen worden war, schickten die Köche es an eine lokale Zeitung, die es dann an das britische Verteidigungsministerium weiterleitete. Kurz darauf verschwand das Foto und wurde 3 Jahrzehnte lang geheim gehalten. Im Jahr 2020 entdeckte der britische Journalist David Clarke das Foto, nachdem er 2009 davon erfahren hatte. Seine Nachforschungen führten ihn zu einem pensionierten Offizier der Royal Air Force, der einen Abzug des Bildes über all die Jahre aufbewahrt hatte. Dieser Beamte hatte darauf gewartet, dass sich jemand danach erkundigt. Und Clarke war derjenige, der es schließlich aufspürte. Bei der Betrachtung des Fotos war klar, dass es sich nicht um eine Fälschung handelte. Der Experte Andrew Robinson, ein Dozent für Fotografie, bestätigte, dass das Bild ein echtes UFO zeigt und nicht manipuliert wurde, was das Rätsel noch größer macht. Die Köche, die Zeuge des Ereignisses waren, berichteten, dass das Raumschiff im Schwebeflug keinerlei Geräusche von sich gab. Die Identität dieser Köche ist nach wie vor unbekannt. Und während ursprünglich geplant war, die vollständigen Details des Fotos im Jahr 2021 zu veröffentlichen, hat die britische Regierung diese Veröffentlichung auf das Jahr 2076 verschoben. Was ist so privat, dass es eine 85-jährige Verzögerung erfordert? Es ist genug, um sich über die Wahrheit hinter diesem erstaunlichen Foto zu wundern. Die Schlacht von Los Angeles. Nur wenige Wochen nach dem Angriff auf Pearl Harbor waren die Spannungen in den USA groß. Westküste. Doch in der Nacht des 24. Februar ereignete sich etwas wahrhaft Seltsames. Ein Ereignis, das als Schlacht von Los Angeles in die Geschichte eingehen sollte. Als die Luftschutzsirenen heulten und der Himmel von Suchscheinwerfern und Flakfeuer erhellt wurde, glaubten viele, dass sich ein echter Feind näherte. Über 1 Stunde lang feuerte das Militär Tausende von Geschossen in den Nachthimmel. Die Menschen eilten in Deckung, ohne zu wissen, was über ihnen geschah. Doch am Morgen wurde die Verwirrung nur noch größer. Es wurden keine Flugzeugwracks gefunden, es wurden keine feindlichen Flugzeuge bestätigt und es wurde auch nichts abgeschossen.
Was genau war der Auslöser für diese dramatische Reaktion? Augenzeugen behaupteten, sie hätten ein großes, sich langsam bewegendes Objekt gesehen, das lautlos am Himmel schwebte. Einige beschrieben es als ballonähnlich. Andere sagten, dass es von dem schweren Sperrfeuer völlig unbeeindruckt schien. Das berühmteste Foto aus jener Nacht zeigt mehrere Lichtstrahlen, die auf etwas am Himmel zulaufen, und löste damit jahrzehntelange Spekulationen aus. Obwohl die Behörden später annahmen, dass Wetterballons und Kriegsnerven einen falschen Alarm verursacht haben könnten, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Könnte es etwas ganz anderes gewesen sein? Etwas, das das Militär damals nicht identifizieren konnte? Noch heute ist die Schlacht von Los Angeles eines der rätselhaftesten Ereignisse der modernen Geschichte. Eine Nacht, in der der Himmel voller Feuer war, aber kein Feind je gefunden wurde. Die türkische UFO-Sichtung. Manche UFO-Begegnungen machen zwar keine Schlagzeilen oder lösen keine heftigen Debatten aus, sind aber dennoch faszinierend. Ein solches Ereignis fand zwischen 2007 und 2009 im Nordwesten der Türkei statt. Eine Gruppe von 12 Zeugen berichtete, dass sie ein metallisches Raumschiff über dem Meer schweben sahen. Und sie haben nicht nur darüber gesprochen, sondern es auch gefilmt. Die Aufnahmen sind zwar, wie bei den meisten UFO-Videos zu erwarten, verwackelt, zeigen aber etwas Bemerkenswertes. Wenn man heranzoomt, 2 Gestalten scheinen sich im Inneren des Raumschiffs zu befinden. Zunächst taten die Behörden die Sichtung als Scherz ab, was die übliche Reaktion auf solche Behauptungen ist. Aber dieses Mal war es nicht so einfach, die Behauptung zu widerlegen. 2 getrennte, staatlich geförderte wissenschaftliche Gremien analysierten das Filmmaterial und prüften es Bild für Bild. Nach einer gründlichen Untersuchung kamen beide Gremien zu dem Schluss, dass das Filmmaterial authentisch ist. Es gab keine Hinweise auf Manipulationen, keine Spezialeffekte und keine Tricks. Es handelte sich um unbearbeitetes Material, das etwas zeigte, das nicht leicht zu erklären war. Die Wissenschaftler zogen zwar keine voreiligen Schlüsse über Außerirdische, aber sie bestätigten, dass das Raumschiff keine Ähnlichkeit mit einem von Menschen gebauten Objekt hatte. Diese Enthüllung reichte aus, um Aufsehen zu erregen. Aber es blieb eine große Frage. Warum hat dieses Filmmaterial nicht mehr Aufmerksamkeit erregt? Das Video zeigt Figuren im Inneren des Raumschiffs, was eigentlich eine Riesengeschichte sein sollte. Dennoch hat es nicht die große Aufmerksamkeit erhalten, die man erwarten könnte. Vielleicht liegt es daran, dass die Türkei nicht als Hotspot für UFO-Sichtungen bekannt ist. Oder vielleicht haben Skeptiker es aufgrund der körnigen Qualität der Aufnahmen abgetan. Was auch immer der Grund sein mag, der türkische UFO-Vorfall bleibt ein faszinierendes und ungeklärtes Rätsel, das sowohl Gläubige als auch Ermittler in Atem hält. Was taten diese Gestalten in dem Raumschiff? Und warum haben wir nicht mehr darüber gehört? Besondere Entdeckung. Ein durchgesickertes Foto aus anonymer Quelle hat die Welt erschüttert. Viele glauben nun, dass die Wahrheit über außerirdisches Leben seit Jahrzehnten verborgen wurde. Das Bild zeigt einen Mann im Anzug, der an einem Schreibtisch sitzt und auf einen Computerbildschirm starrt, während eine Gruppe außerirdischer Wesen, die schweigend auf Stühlen sitzen, ihn beobachtet. Das Foto wurde Berichten zufolge in einer geheimen Regierungseinrichtung aufgenommen. Die fraglichen Wesen weisen die klassischen Merkmale grauer Außerirdischer auf. Große, schwarze Augen, graue Haut und verlängerte Gliedmaßen. Die mysteriöse Gestalt im Anzug scheint Teil einer Regierungsoperation zu sein, die möglicherweise Forschung betreibt oder mit den Außerirdischen kommuniziert. Obwohl die Echtheit des Bildes noch nicht offiziell bestätigt wurde, sind viele Experten der Meinung, dass die Detailgenauigkeit und die Umgebung des Bildes es sehr glaubwürdig machen. Dieses Leck hat die weltweite Debatte über die Frage, ob außerirdisches Leben seit Jahren mit der Menschheit in Kontakt steht, neu entfacht. Könnte dieses Bild endlich die Existenz von Außerirdischen bestätigen? Was bedeutet dies für die Zukunft unseres Verständnisses des Universums? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Das Foo Fighters-Phänomen. Tauchen wir ein in eines der faszinierendsten, aber oft übersehenen Geheimnisse. Die Foo Fighters. Es begann alles im November 1944, als ein US-Kampfpilot beim Überfliegen des Rheintals nahe der deutsch-französischen Grenze seltsame Lichter in der Ferne bemerkte. Zunächst dachte er, dass es sich um feindliche Waffen handeln könnte und flog näher heran, um nachzusehen. Doch bevor er Einzelheiten erkennen konnte, verschwanden die Lichter. Dies war kein einmaliger Vorfall. Piloten verschiedener alliierter Streitkräfte meldeten ähnliche Sichtungen. Leuchtende Kugeln,
blinkende Lichter und mysteriöse Objekte, die ihren Flugzeugen zu folgen schienen. Die Begegnungen waren so häufig, dass sie den Spitznamen Foo Fighters erhielten, inspiriert von dem Begriff Foo Fighter aus dem Comic Smokey Stover, der sich auf seltsame oder merkwürdige Dinge bezog. Auch die berühmte Rockband Foo Fighters hat ihren Namen von diesem Phänomen. Was genau waren also die Foo Fighters? Einige vermuteten, dass es sich um Halluzinationen handelte, die durch den Stress des Kampfes verursacht wurden. Aber viele der betroffenen Piloten waren erfahrene Veteranen, scharfsinnig und konzentriert. Eine andere Theorie besagt, dass es sich um geheime deutsche Flugzeuge handelte. Aber nach jahrzehntelangen Untersuchungen sind keine Beweise für diese Annahme aufgetaucht. Die überzeugendste Theorie ist, dass es sich bei diesen leuchtenden Lichtern um außerirdische Besucher handeln könnte. Schließlich war der Zweite Weltkrieg einer der zerstörerischsten Konflikte in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht bemerkten die Außerirdischen das Chaos und kamen, um uns zu beobachten. Oder sie sahen, wozu wir fähig sind, und beschlossen, uns in Ruhe zu lassen. Die Begegnung mit der Schule aus der Luft. Sie wissen ja, dass Kinder manchmal wilde Geschichten erzählen, dass ihre Fantasie verrückt spielt und die Details oft durcheinander geraten. Aber was wäre, wenn eine ganze Klasse von Kindern nicht nur dieselbe haarsträubende Geschichte erzählen würde, sondern sich auch noch fast 30 Jahre lang daran halten würde? Genau das geschah 1994 in der Ariel School in der Nähe von Ruhr, Zimbabwe. In der Morgenpause meldeten über 60 Schüler, dass sie ein seltsames scheibenförmiges Objekt in der Nähe ihres Schulhofs landen sahen. Natürlich waren viele Kinder neugierig und näherten sich dem Objekt. Dann nahmen die Dinge eine sehr seltsame Wendung. Schwarz gekleidete humanoide Gestalten stiegen aus dem Raumschiff aus. Und die Kinder beschrieben, dass sie eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht empfanden. Doch statt einer feindlichen Begegnung kommunizierten die Wesen angeblich telepathisch mit den Kindern und warnten sie vor der Umweltzerstörung. Dann verschwanden das Raumschiff und seine Insassen ebenso plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Zwar haben nicht alle Schüler das Ereignis gesehen, aber diejenigen, die es gesehen haben, erzählen seit Jahrzehnten immer wieder dieselbe Geschichte. Skeptiker behaupten, dass es sich um einen Fall von Massenhysterie oder eine gemeinsame Wahnvorstellung handeln könnte, möglicherweise ausgelöst durch die vielen UFO-Sichtungen im südlichen Afrika nur 2 Tage zuvor. Aber hier ist die Wendung. Die Berichte der Kinder waren bemerkenswert konsistent. Viele zeichneten sogar ähnliche Bilder von dem Raumschiff und den Wesen, die sie sahen, bis hin zu den kleinsten Details. Und die telepathische Umweltbotschaft? Sie schien zu speziell zu sein, um von einer Gruppe junger Kinder erfunden zu werden. Wir können zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass Außerirdische beteiligt waren, aber die Konsistenz und Unheimlichkeit der Berichte machen es schwer, sie als bloßen Zufall abzutun. An diesem Tag geschah etwas wirklich Seltsames. Die belgische UFO-Welle. Im Jahr 1989 wurde Belgien zum Ausgangspunkt eines UFO-Wahnsinns, der die Menschen noch immer ratlos zurücklässt. Alles begann an einem kalten Novemberabend, als mehr als 30 verschiedene Gruppen von Menschen im ganzen Land berichteten, ein bizarres dreieckiges Objekt am Nachthimmel gesehen zu haben, das mit 3 hellen Lichtern unter ihm glühte. Klingt seltsam, aber das war erst der Anfang. In den folgenden 5 Monaten wurden mehr als 2000 ähnliche Sichtungen in ganz Belgien gemeldet. Die Regierung war beunruhigt und vermutete, dass es sich um hochmoderne US-Flugzeuge handeln könnte, die das Gebiet überflogen. Als sie sich an die USA wandten, wurden sie jedoch abgewiesen. Im März, nach einer weiteren Sichtung, schickte Belgien Kampfjets los, um die Sache zu untersuchen. Die Piloten konnten das Objekt zwar nicht visuell erkennen, aber ihr Radar erfasste etwas, das sich unregelmäßig bewegte und mit unglaublicher Geschwindigkeit umherflog, bevor es verschwand. Das Rätsel hörte damit nicht auf. Skeptiker behaupteten schnell, dass es sich bei den Sichtungen lediglich um eine durch das erste Ereignis ausgelöste Massenhysterie handelte. Sie behaupteten, dass es sich bei den Lichtern um alles Mögliche gehandelt haben könnte. Von falsch identifizierten Flugzeugen bis hin zu militärischen Leuchtraketen. Aber wie lässt sich dieser Radaraussetzer erklären? Und wie lassen sich die übereinstimmenden Berichte von Tausenden von Menschen erklären? Es ist ein Rätsel, das weiterhin für Diskussionen sorgt. Könnte es sich um einen Besuch von Außerirdischen gehandelt haben? Oder war es vielleicht etwas ganz anderes? Die belgische UFO-Welle bleibt ein Rätsel, das zu Spekulationen und Neugier anregt. Das Geheimnis von Skinny Bob. Bei UFO-Sichtungen werden oft verschwommene,
verwackelte Aufnahmen von weit entfernten Objekten oder unscharfe, schwer zu erkennende Fotos gemacht. Im Jahr 2011 tauchte jedoch ein Video auf, das anders war. Dieses Video war klar und unbestreitbar seltsam. Es zeigte etwas, das einige für einen Außerirdischen hielten, denn sie Skinny Bob nannten, und es erregte schnell Aufmerksamkeit im Internet. Das Video wurde von einem Reddit-Nutzer namens Ivan geteilt. Der behauptete, es stamme aus den KGB-Archiven. Laut Ivan war Skinny Bob Teil einer diplomatischen Mission aus dem Zeta Reticuli-Sternensystem, die zur Erde geschickt wurde, um gegenseitige Anliegen zu besprechen. Während die Details der Mission unklar bleiben, war das Video selbst erschreckend. Das Filmmaterial zeigte einen Außerirdischen mit einem großen Kopf, großen schwarzen Augen und einem ruhigen Auftreten, wie man es sonst nur in UFO-Videos sieht. Experten wurden aufmerksam. Und Randy Sharp, ein Spezialist für visuelle Effekte, der durch seine Arbeit an I Am Legend und Watchmen bekannt wurde, analysierte das Video. Sharp war verblüfft. Er behauptete, dass, wenn es sich bei den Aufnahmen um einen Scherz gehandelt hätte, modernste Technologie, ein außergewöhnliches Team und ein Budget von etwa $250.000 erforderlich gewesen wären. Ein ziemlicher Aufwand für etwas, das ein einfacher Streich hätte sein können. Was die Situation noch merkwürdiger macht, ist die Tatsache, dass sich bisher niemand gemeldet hat, der die Verantwortung für die Erstellung des Videos übernehmen wollte. Niemand hat versucht, davon zu profitieren oder sich einen Namen zu machen, wenn es sich um einen Scherz handelt. Was soll das Ganze dann? Und wenn es echt ist? Eröffnet das ein ganz neues Feld von Würmern. Ist Skinny Bob tatsächlich ein Außerirdischer? Oder ist es ein ausgeklügelter Scherz, der uns immer noch mehr Fragen als Antworten liefert? Das Phoenix-Licht-Phänomen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es ist der Abend des 13. März 1997. Der Himmel über Nevada und Arizona wird von einem seltsamen und mysteriösen Lichtspiel erfüllt, das niemand je vergessen wird. Alles begann damit, dass ein Bewohner von Henderson, Nevada, gegen 19,3 Uhr leuchtende Kugeln am Himmel sah. Was als Einzelmeldung begann, wurde schnell zu einer Massensichtung, als sich die Lichter stetig nach Süden in Richtung Arizona bewegten und dabei eine Strecke von fast 300 Meilen zurücklegten. Tausende von Menschen in den beiden Bundesstaaten berichteten, das Phänomen gesehen zu haben, und sogar der Schauspieler Kurt Russell gab später zu, dass er es ebenfalls gesehen hatte, als er in dieser Nacht ein Flugzeug flog. Die Lichter erschienen in einer V-förmigen Formation, wobei viele Zeugen behaupteten, sie hätten ein riesiges, teilweise von Wolken verdecktes Objekt gesehen. Die Lichter bewegten sich lautlos und langsam und versetzten die Schaulustigen in Erstaunen. Dann verschwanden sie auf ebenso mysteriöse Weise, wie sie erschienen waren, nachdem sie Phoenix überflogen hatten. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Später in der Nacht, gegen 22 Uhr, erschien erneut eine Reihe heller Lichter über Phoenix, die eine gefühlte Ewigkeit lang in Formation schwebten. Zunächst versuchten Skeptiker, die Lichter als Teil der US. Die V-förmige Formation war angeblich das Ergebnis synchron fliegender Flugzeuge. Sie behaupteten, die schwebenden Lichter seien vom Militär abgeworfene Leuchtraketen. Im Jahr 2007 meldete sich jedoch der ehemalige Gouverneur von Arizona, John Fife Symington, ein ausgebildeter Pilot mit einer verblüffenden Enthüllung. Er hatte die Lichter ebenfalls gesehen und betonte, dass sie mit nichts vergleichbar waren, was er je zuvor gesehen hatte. Er wies die Erklärung der Air Force vollständig zurück und forderte die Regierung auf, weitere Untersuchungen anzustellen. Die Phoenix-Lichter sind nach wie vor einer der fesselndsten UFO-Vorfälle der modernen Geschichte. Und das Rätsel bleibt ungelöst. Könnte es sich um eine geheime Militäroperation gehandelt haben? Oder haben Außerirdische dem Himmel über Arizona einen kurzen Besuch abgestattet? Der UFO-Zwischenfall auf der USS Theodore Roosevelt. Im Jahr 2015, mehr als ein Jahrzehnt nach der berühmten Begegnung mit der USS Nimitz, befand sich die USS Theodore Roosevelt, ein Flugzeugträger mit Nuklearantrieb, inmitten eines weiteren UFO-Vorfalls. Diesmal ereigneten sich die seltsamen Ereignisse vor der Südostküste der Vereinigten Staaten während einer Routineübung. Die Radarbediener entdeckten wieder einmal ungewöhnliche Objekte, die zunächst für Störungen oder Systemfehler gehalten wurden. Es wurde jedoch schnell klar, dass es sich bei diesen Objekten nicht nur um Anomalien handelte, sondern dass sie ein ungewöhnliches Verhalten zeigten. Als die Sichtungen fortgesetzt wurden, begannen diese Objekte Manöver durchzuführen.
die den Gesetzen der Physik zu trotzen schienen und sich mit Hyperschallgeschwindigkeit bewegten. Die Situation spitzte sich weiter zu. Als zwei Kampfjets der USS Theodore Roosevelt einen beinahe Zusammenstoß mit einem dieser mysteriösen Objekte hatten, das direkt zwischen ihnen flog und nur knapp eine Kollision in der Luft verhinderte. Obwohl die Piloten zunächst nicht öffentlich über die Ereignisse sprachen, berichtete Lieutenant Ryan Graves, einer ihrer Kollegen, später über seine Erfahrungen. Ryan Graves, einer ihrer Pilotenkollegen, später von seinen Erfahrungen. Er enthüllte, dass es sich nicht um einen einmaligen Vorfall handelte. Vielmehr hatten mehrere Piloten über mehrere Monate hinweg ähnliche Phänomene beobachtet. Die Objekte schienen in der Lage zu sein, bis zu 12 Stunden in der Luft zu bleiben, was die rätselhafte Natur dieser Sichtungen noch verstärkt. Eine der rätselhaftesten Begegnungen betraf ein Objekt, das ein Würfel zu sein schien, umgeben von einer durchsichtigen Kugel. Die Piloten waren zwar fassungslos über den Anblick, hatten aber keine Zeit mehr, weitere Details zu sammeln, bevor das Objekt verschwand. Die schiere Menge der Sichtungen durch verschiedene Piloten über einen so langen Zeitraum warf ernste Fragen auf. Handelte es sich bei diesen Objekten um fortschrittliche Technologie irdischen Ursprungs oder um etwas, das unser Verständnis übersteigt? Das herzförmige UFO. Im Jahr 2015, nur wenige Monate nach der Begegnung mit der USS Theodore Roosevelt, wurde vor der Küste Floridas ein weiteres UFO gesichtet. Die dabei entstandenen Aufnahmen zeigten ein Raumschiff, das sich auf eine Weise drehte, die einige sofort an die von Bob Lazar beschriebene außerirdische Technologie erinnerte. Lazars Behauptungen zufolge waren solche Fluggeräte in der Lage, Schwerkraftverzerrungsfelder zu erzeugen, und das Filmmaterial schien diese Vorstellungen zu bestätigen. Das Objekt auf dem Video schien sich seitwärts zu drehen, was die Piloten für ein echtes Manöver hielten und nicht für eine optische Täuschung. Kritiker argumentierten, dass die Drehung durch den Derotationsmechanismus der Kamera verursacht worden sein könnte. Aber sowohl die beteiligten Piloten als auch die Experten für das Kamerasystem waren anderer Meinung. Jeremy Corbell, ein Experte für derartige Technologien, wies die Erklärung für die Täuschung zurück und wies darauf hin, dass die Drehungen nicht zu den bekannten optischen Artefakten passten. Das merkwürdige Verhalten des Raumschiffs schien zu bestätigen, dass es sich nicht nur um eine technische Panne oder ein falsch identifiziertes Flugzeug handelte. Stattdessen untermauerte es die Vermutung, dass diese Objekte eine fortschrittliche Technologie nutzen könnten, die weit über das hinausgeht, was wir kennen. Die rotierenden, der Schwerkraft widersprechenden Bewegungen ähnelten den Beschreibungen von Bob Lazar bezüglich der Technologie, mit der er angeblich in der Area 51 gearbeitet hat. Dieses Filmmaterial war ein weiteres Puzzleteil, das die Idee verstärkte, dass einige UFO-Sichtungen mit hochentwickelter, möglicherweise außerirdischer Technologie zu tun haben könnten. Bob Lazar und die Geheimnisse der Area 51. In den späten 1980er Jahren trat ein Mann namens Bob Lazar mit einer Geschichte ins Rampenlicht, die auch heute noch große Neugierde und Diskussionen auslöst. Er behauptete, in einer streng geheimen Einrichtung in der Nähe der Area 51 gearbeitet zu haben, wo es seiner Meinung nach darum ging, ein fortschrittliches Raumschiff zu entwickeln, das die bekannten physikalischen Gesetze außer Kraft setzt. Lazar beschrieb dieses Raumschiff in bemerkenswerter Ausführlichkeit. Es war untertassenförmig, hatte einen kompakten Reaktor in seinem Kern und war mit sogenannten Gravitationsverstärkern ausgestattet. Diese Geräte, so Lazar, krümmten den Raum und ermöglichten es dem Raumschiff, sich auf eine Weise zu bewegen, wie es kein von Menschen gebautes Fahrzeug könnte, keine Flügel, keine Propeller, keine Raketentriebwerke, nur die reine Manipulation der Schwerkraft. Einer der interessantesten Teile seiner Behauptung: Das Raumschiff wurde angeblich mit einer Substanz namens Element 115 betrieben, einem Material, das der Wissenschaft zum Zeitpunkt des Interviews unbekannt war. Obwohl eine Version von Element 115 viele Jahre später offiziell synthetisiert wurde, sind seine Eigenschaften nach wie vor Gegenstand laufender Forschung und Spekulationen. Darüber hinaus erwähnte Lazar höchst ungewöhnliche Sicherheitsverfahren auf dem Stützpunkt, darunter biometrische Scanner, die die Knochenstruktur der Hand messen. Eine Behauptung, die damals zurückgewiesen wurde, später aber durch freigegebene Technologie bestätigt wurde. Obwohl die US-Regierung jegliche offizielle Aufzeichnung von Lazars Beschäftigung abstreitet und Kritiker seinen Hintergrund in Frage stellen.
Stimmen einige Elemente seiner Geschichte seltsamerweise mit Details überein, die erst viel später auftauchten. War Lazar wirklich in etwas verwickelt, das weit über das hinausgeht, was wir verstehen? Oder hat er sich eine unglaublich fesselnde Geschichte ausgedacht, die die Menschen auch Jahrzehnte später noch fesselt? Eines ist klar, ob Wahrheit oder Mythos. Die Geschichte von Bob Lazar ist zu einem der faszinierendsten Teile des modernen UFO-Puzzles geworden. Wenn ihr diese Geschichte faszinierend fandet, dann vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben, es zu abonnieren, um mehr Geheimnisse vom Rande des Unbekannten zu erfahren und die Glocke zu drücken, damit ihr keinen Upload verpasst. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bleibt neugierig. Wir sehen uns im nächsten Video.